Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe letzten Dezember die Amazfit Balance getestet und muss wirklich zugeben, die Uhr hat mich damals echt überrascht. Was für 250 € angeboten wurde, war wirklich der Hammer. Mit ZepOS 3.5 kommen so viele neue Funktionen auf die Uhr, dass ich mir gedacht habe, ich mache jetzt nochmal ein Update-Video und zeige euch die ganzen Neuerungen. Kann man eine sehr gute Uhr noch besser machen? In diesem Video erfahrt ihr es. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los! Als die Amazfit Balance rauskam, brachte sie auch Unterstützung für Amazon Alexa. Natürlich ein Amazon-Konto vorausgesetzt und dass die App mit dem Dienst verbunden war. Diesen konnte man dann nutzen, um Erinnerungen, Timer oder dergleichen zu stellen. Stelle einen Timer für 10 Minuten. 10 Minuten ab jetzt. Was man aber nicht konnte, ist nach Körperdaten fragen, wie Herzfrequenz oder Schritte. Wie viele Schritte bin ich heute gegangen? Entschuldigung, ich habe gerade Schwierigkeiten. Versuche es später nochmal. Mit ZepOS 3.5 gibt es nun den hauseigenen AI-Assistenten ZepFlow. Dieser kann Einstellungen auf der Uhr vornehmen, erhöhe die Displayhelligkeit. Mir meine täglichen Schritte mitteilen. Wie viele Schritte bin ich heute gegangen? Oder auch, wenn man ein Android-Smartphone besitzt, auf Nachrichten antworten. Danke gut. Und dir? Hier und da wird noch in Englisch übersetzt, beziehungsweise wird Englisch und Deutsch noch vermischt, aber das passiert zum Glück recht selten. Und gut ist auch, dass man ZepFlow und den Alexa-Assistenten gleichzeitig nutzen kann. Wofür Licht, da auch Schatten oder in dem Fall möglichen Schatten. Es wird nämlich gemunkelt, dass der AI-Assistent irgendwann zahlungspflichtig werden soll. Das wurde zwar noch nicht offiziell bestätigt und ich hoffe auch, dass hier nicht wieder ein weiteres Abo-Modell anfällt. Eine mega Überraschung für mich war, wie verkündet wurde, dass Offline-Karten auf die Balance kommen. Denn bei Release war nur Brotkrümel-Navigation möglich. Und noch überraschter war ich, als Amazfit vor einigen Wochen sogar Städtenamen und Straßenbezeichnungen in den Karten implementiert hat. Und sowas kann wirklich ein Gamechanger sein. Wenn man zum Beispiel in einer fremden Stadt unterwegs ist oder sich beim Wandern orientieren möchte, dann hilft das schon gewaltig. Es gab es bis jetzt nur bei Garmin, jetzt bei Amazfit auch. Mit der Bereitschaftsfunktion analysiert die Amazfit Balance den Schlaf, die Atmung, die Hauttemperatur und die Herzfrequenzvariabilität, um in der Früh einzuschätzen, wie sehr man körperlich, aber auch mental fit für den kommenden Tag ist. Speziell die Herzfrequenzvariabilität ist in den letzten Jahren ein wichtiger Faktor für die Trainingsbelastung geworden. Denn diese zeigt mir an, wie gut mein Körper mit dem aktuellen Stress umgeht. Es kann der Stress durch übermäßiges Training sein, der Stress im Alltag oder sogar zu viel Alkohol. Mit der neuen HFV-Funktion sieht man jetzt nicht nur mehr den Durchschnittswert der letzten 7 Tage, sondern auch den grafischen Verlauf sowie den Basiswert, womit man den aktuellen Trend dann ganz gut erkennen kann. Dass man mehr Möglichkeiten hat, auf Nachrichten zu reagieren, wenn man die Uhr mit einem Android-Smartphone nutzt, habe ich bereits erwähnt. Mit ZepOS 3.5 kommt aber auch noch eine weitere Funktion hinzu, und zwar werden jetzt auch Bilder dargestellt. Was aber nicht geht, ist die Anzeige von animierten Bildern wie GIFs. Wenn man sich gestresst fühlt, kann man mit der Amazfit Balance bekanntlich eine Atemübung machen. Diese wurde jetzt ebenfalls überarbeitet und bietet nach durchgeführter Übung ein Diagramm mit Herzfrequenz und Infos wie der Puls am Anfang und am Schluss bzw. wie hoch der durchschnittliche Stress war. Wer für einen Wettkampf trainiert, dem kann ein Trainingsplan helfen, sein Ziel besser zu erreichen. Personalisierte KI-Trainingspläne waren von Haus aus bereits auf der Uhr verfügbar, jedoch nur 5 und 10 Kilometer. Amazfit schaltet aber jetzt auch Halbmarathon und Marathon frei. Mit ein paar Fragen eruiert die KI das aktuelle Lauflevel und kreiert einen entsprechenden Plan, den man bis zum Wettkampf verfolgen kann. Das Trainieren nach Watt ist beim Radfahren schon lange etabliert und findet jetzt auch beim Laufen immer mehr Anhänger.
Macht auch irgendwo Sinn. Läuft man zum Beispiel 10 Kilometer mit einer bestimmten Wattleistung und 2 Monate später ist dieser Wert geringer, dann ist davon auszugehen, dass man sich verbessert hat. Auch im Vergleich von bergauf laufen und auf der Ebene laufen lässt sich dadurch leichter machen und eben diese Funktion gibt es jetzt auch auf der Amazfit Balance. Es gibt auch gute Nachrichten für Kletterer. Bouldern und Klettern in der Halle sind nun als Sportprofile verfügbar. Des Weiteren gibt es Winterskikarten auf der Uhr inklusive der Unterstützung für das Tracken beim Skifahren und Snowboarden. Ich habe die Amazfit Balance in meinem Testvideo ohne diese ganzen Neuerungen bereits empfohlen, denn um 250 Euro ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut. Und jetzt mit diesen ganzen Neuerungen, naja, mehr denn je. Für das Geld gibt es aktuell keine bessere Sport-Smartwatch mit AMOLED-Display. Aber nicht nur am Funktionsumfang, sondern auch an der Sensorgenauigkeit scheint Amazfit gearbeitet zu haben. Denn wenn ich mir meinen letzten Traillauf mit der Uhr anschaue, der 4,5 Stunden gedauert hat, da hat die Balance wirklich ausgesprochen gut performt. Man braucht sich nur den Unterschied des Durchschnittspulses anschauen, also bei so einem Lauf so eine genaue Messung ist wirklich toll. Wie gefällt euch die Entwicklung von Amazfit? Bald ein ernsthafter Konkurrenz für Garmin und Konsorten? Schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren, wie ihr darüber denkt. Ich bin am Ende meines Videos angekommen. Falls euch dieses gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da und falls ihr auch zukünftig keine Videos verpassen wollt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.